Delta November 2, Delta Lima Romeo. I hear you loud and clear. How me? Los. Eigentlich kann ich das noch nicht sagen, weil Weihnachten hatte ich jetzt noch nicht, aber ich denke, wir haben nur so einen Tannenbaum und meinen Geburtstag werde ich im März hier feiern. Kann ich dir danach sagen, wie wir dekorieren. Aber lustige Frage. Ja, also wir haben leider nur die besten Fenster runter Richtung Erde und wenige Fenster oder keine Fenster Richtung Nachthimmel. Von daher fotografieren wir natürlich immer nur runter auf die Erde. Der Himmel sieht eigentlich ähnlich aus wie auf der Erde, aber du siehst die Sterne natürlich viel klarer. Es funkelt weniger, weil die Atmosphäre nicht dazwischen ist. Over. Hallo Jasmin, ich denke, ich werde als erstes eine ordentliche Dusche nehmen, weil wir haben hier oben keine Dusche. Dann freue ich mich auf ein Eis und eine Pizza. Over. Hallo Josephine, also während des Fluges zur ISS hatte ich eigentlich den Luxus, ich musste gar nichts machen, weil meine zwei Kollegen, die haben die Kapsel geflogen und ich saß da an der Seite und ich konnte zuschauen und mich entspannen. Das war total toll. Hi Erik, also auf der ISS ist super cool, dass man die ganze Zeit schweben kann. Da ist man ruckzuck von einem Ende der Station bis zum anderen geschwebt. Dann geht man in die Cupola, blickt dort runter auf die Erde und dieser Blick, der ist einfach so gigantisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Ansonsten machen wir hier super viele coole Experimente und das finde ich total klasse, was wir hier machen. Das wird ein Fortschritt für die ganze Menschheit sein. Hallo Hafsa. Also, hier innen in der Station passiert mir das öfters, dass ich mal irgendwo davon schwebe. Da warte ich dann so lange, bis ich irgendwo wieder an eine Wand gerate, um mich dort wieder abzustoßen oder festzuhalten. Draußen im Weltall sollte uns das nicht passieren. Dort sind wir immer mit 2 Seilen angeschnallt oder festgeseilt, dass wir dann nicht wegschweben, weil ansonsten hätten wir wirklich ein großes Problem. Over. Hallo Robert, nee, das klappt leider nicht. Dafür sind wir zu weit weg von den Sendemasten und außerdem sind wir zu schnell auch wieder von einem Sendemast zum nächsten, aus der nächsten Funkzelle da wieder raus. Also das geht leider nicht. Meine russischen Kollegen haben hier ein Smartphone, aber das nutzen die nur zum Fotografieren. Hallo Jennifer, also mir gefällt hier am allerbesten, dass wir Menschen aus der ganzen Welt hier haben. Wir haben momentan Russen, Amerikaner, wir haben jetzt auch Japaner sogar und ich bin aus Europa. Viel, viel mehr erreichen. Over. Hallo Leon, also mir hat am meisten Spaß gemacht, dass wir da unter gefallen, dass ich so viel lernen musste. Das Russisch war so eine tolle Sprache, aber mir hat am wenigsten. Hallo Maja, also ich schlafe freischwebend, manche Kollegen, die schlafen irgendwie festgeschnallt an der Wand, aber ich schlafe diagonal durch meine Kabine und ich schlafe besser wie ein Kind zu Hause im Bett. Hallo Annabelle, also die größte Komplikation war direkt nach 3 Tagen, da mussten wir wegen Weltraumschrott auf Kollisionskurs mit uns, mussten wir dann in unsere Kapsel rein, die Türen zumachen und wir waren vorbereitet darauf, direkt nach 3 Tagen schon wieder nach Hause zu fliegen. Zum Glück war die Situation dann nachher weniger gefährlich, als wir gedacht haben und wir können ganz normal weiterarbeiten. Aber die Hauptarbeit haben die Kollegen auf dem Boden im Flugkontrollzentrum gemacht. Over. Die Einschläge von kleinen Menschen auf der ISS bislang noch nicht gehört, aber wenn es so wäre, könnte man das vermutlich hören. Da muss man natürlich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Was man aber sieht, sind ganz, ganz kleine Einschläge in den Fenstern der Cupola. Das sind ja sowas wie Panzerglasscheiben, also sowas wie bei der Bank. Und da hat man außen, sieht man dann schon einige kleine Krater, wo dann Teilchen eingeschlagen sind. So einer Kind, da hättest du nicht viel Spaß, weil in dem Vakuum, da dehnt sich dein Körper aus und die ganze Flüssigkeit aus deinem Körper verdampft. Du hast erstmal viele Schmerzen, ein bisschen Kopfweh und danach wirst du wahrscheinlich nichts mehr spüren. Also das willst du nicht ausprobieren. Over. Hallo Lilly, also das ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Die vermisse ich total. Die Luft hier in der Station ist wie sag ich mal, in einem Gebäude, wo man eine Klimaanlage hat, wo die ganze Zeit die Luft umgewälzt wird. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einem Labor, im Kellergeschoss von einem großen Gebäude. Die Luft ist sehr sauber, sehr rein. Bei uns
Meine Kollegen waren aber letzte Woche draußen und die haben dort eine neue Antenne installiert und ich musste einen meiner dem Roboter. Hallo Kaiden, eine einfache Frage, also einfache Antwort für mich. Wir haben keine Waschmaschine, wir waschen die Wäsche leider nicht. Wir müssen die nach 3 Tagen, die Schmutzwäsche dann wegpacken und die wird dann in eine alte Cargo-Kapsel gestopft und verglüht dann beim Wiedereintritt in die Erde. Atmosphäre, over. Hallo Nele, also der Weltraum riecht so ein bisschen wie wenn du in der U-Bahn bist und aussteigst und dann dieser Geruch von diesen Bremsbelägen, wenn die U-Bahn stark bremst und du gehst dann nachher an diesen Reifen dann vorbei, dann riecht das so ein bisschen metallisch komisch. Und genauso ist der Weltraum. Over. Also wir stopfen den Müll in alte Versorgungskapseln und die Versorgungskapseln, die haben kein Hitzeschutzschild. Das heißt, wenn die zurückfliegen zur Erde, dann treten die in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Und somit werden wir unseren Müll dann los. Das ist eine moderne Art von Müllverbrennung. Over.